I never expected you to be so odd, Yuito. Level up. Huh? Really? I thought I was pretty normal. What is normal in the OSF is not what most people call normal. It's very intriguing. Stufe 2. Bei aktivem SAS ist Teleportation in der Luft mit B möglich. Ja. Das ist ja super. I think I'm starting to understand you a little better. Really? I'm so happy to hear you say that. Ja, Schwanz macht mich irgendwie... Es ist seltsam, das so zu sehen. Ja. Das ist komisch. Ich kann mit dir über Dinge sprechen, über die ich mit sonst niemandem sprechen kann. Mein Bruder ist diese Art von Person, der war aber immer auf meiner Seite, als wir Kinder waren. Was ist mit Chief Kaito? Mein Bruder kann ziemlich streng sein, er hat sich aber immer um mich gekümmert. Die Tatsache, dass sie zur Familie gehören, macht die Situation nur noch verwirrender. Ich hoffe, wir können wieder miteinander sprechen. Oh, wir müssen auch unser Gewichtstraining fortsetzen. Ich glaube, ich entferne mal bei ihr den Schwanz. Der macht mich ein bisschen verrückt. Ich glaube, ich gebe ihr mal so einen Herzschützer. Sieht schon viel besser aus. Schätze, Kasane hat sich Seran wegen Naomi angeschlossen. Das war zu erwarten, sind wir ehrlich. Du kriegst eine seltene antike Lampe jetzt. Also jetzt kannst du mal glücklich sein. Was ganz Neues für dich. Du wirst nicht nur sagen Danke, sondern boah. No way. Thank you. Es liegt ja schon besser als Danke. Das ist ja eine echte Antiquität. Wirklich, das ist ein ganz tolles Geschenk, Yuito. Die wurde ganz bestimmt lange gut gepflegt. Ich werde gut darauf aufpassen. Ich freue mich schon, das weitere 20 Millionen Mal zu bekommen. Gut, und wir haben alle unsere Probleme, aber ich werde weder dich noch irgendwen alleine leiden lassen. Das bedeutet es, ein Team zu sein. Ja, Geschenke. Du bekamst... Weiß nicht. Anscheinend beides nicht. Dann gebe ich dir den Sandsack, oder? Magst du das andere mehr? Den Sandsack mag er mehr. Okay. Von denen habe ich auch 4 Stück, das ist auch gut. Oh, ein Sandsack nur für dich. Hey, I'm grateful. Oh, I'm grateful. Mein Alter war so abgetragen, dass ich schon einen neuen gesucht hatte. Ich werde weiter alles tun, um euer aller Schutzschild zu sein. Denn ohne dich sind wir irgendwie am Arsch. Jetzt nochmal Fernsehen schauen. Die tapferen Soldaten der AAS und der Nationalen Verteidigungsfront unter Führung von Yuito Sumeragi kämpfen Tag und Nacht, um den Aufstand wiederzuschlagen. Der Schwung des Überraschungsangriffs ist verloren und Seran kämpft nun darum, in der Offensive zu bleiben. Es ist vielleicht eine Frage der Zeit, ehe die Rebellion endet. Na, so schnell geht's wahrscheinlich nicht. Die Frage ist jetzt, machen wir die nächste Cutscene noch, oder? Ja, komm, wir machen noch eine Cutscene und dann... Ich speichere aber erstmal davor. Und dann würde ich aber auch nach der Cutscene die Aufnahme beenden. Also noch eine Cutscene kriegen wir vielleicht noch in den Part rein, damit es nicht so endet. Komm, machen wir noch so, ein bisschen Story will man schon noch sehen. Kann ich noch was in der Hirnkarte ändern? Ich habe 3 HP. Ja, so viel kann ich da nicht machen. Könnte höchstens hier Sturmangriff noch gehen. Oder hier das hier. Aber dann müsste ich jetzt gleich mal wirklich hier mal das hier. Also das nächste Level up möchte ich wirklich auf die parallele SAS-Aktivierung machen. Damit wir wirklich 4 Stück aktivieren können. Das macht alles viel einfacher dann. Gut, das ist natürlich ein bisschen gespammt an und ist vielleicht nicht das Nützlichste, aber vielleicht. Nein. Einfach nein. Eigentlich dürft ihr das nie machen. A message from Major General Fubuki? It's Fubuki. I want an update on your situation. Rendezvous where we met previously. I got a message from Major General Fubuki. Did everyone else get it too? I did. I did too. I think he's talking about the safe zone. He said he's under surveillance, so I am sure he just wanted to play it safe. But Major General Fubuki is with Spring Pharmaceuticals, right? Those ampules. Do you think he knows about that factory? It would be strange if he didn't. He might have a purpose for calling a meeting so soon afterwards. The fact that the OSF hospital prescribed the drugs must mean the government's getting products from that factory in some shape or form. Could Major General Fubuki be the go-between?
Does that mean he's an enemy too? Even after everything he's done for us? It could just be one of the ways he goes about pretending to obey the government. We can sit here and doubt his intentions all day, but we're better off just asking. Ja, ich glaube auch, dass es einfacher ist, ihn You zu have a fragen. big heart, Yuito. Your trusting nature is one of your most likable features. I should really follow your example. Es könnte auch sein Untergang sein, sind wir It's ehrlich. because he's sincere. I think our skepticism might provide him a nice balance. That might be true. Wohin verlorene Erinnerungen führen. Seren hat seine eigene Finsternis. Yuito und sein Team sind die Opfer dieser harschen Realität. Sie reisen nach Suo, um zu erfahren, bla bla, Fubuki. Sorry to call you out here. While I accepted Luca's generous invitation the last time, I feel it would be dangerous for me to frequent your hideout. Ja, das There's a stimmt. good chance the team surveilling me will notice. We appreciate your consideration. Wataru told me what happened in Seiran. I've also given the government a report that won't affect our activities. What? Is that safe? Your family is Spring Pharmaceuticals. That's precisely why I did. Reporting my own family's wrongdoings only gets the government to trust me more. Besides, Karin and I were the first ones to propose that research facility. What? I think you already know about Alice. She's still being held in that facility as an other. We enticed Seiran in order to protect her, knowing full well they would abuse their research. The results of which were the ampules and the uprising. We were fools. What's going on with this country? Seiran may have incited an uprising, but there's still a new Himuka city just like ours. Suo's conducting human experiments, and Seiran is basically doing the same thing. All of it being done to develop new weapons to fight the threat of the others. One chose to strengthen powers, and one explored a method to control the others themselves. What are others, anyway? I've heard they suddenly began appearing after the Spring of Extinction, but not much is known about them still. That's true. I guess the only other thing we know is that they're created in the extinction belt. Some are saying they're wild animals that experience sudden mutations, but are they really wild? It's very possible that the government is hiding what they actually are. That is the crux of it. Huh? Even the public can sense something different about the others. So, focusing on that point will nullify the government's personality rehabilitation efforts. Like exposing a government secret to every new Himuka citizen? Just like my brother did in the uprising. Exactly. Karin and I once plotted to send a video of a human at the moment of being metamorphosed straight to the minds of every citizen. But we couldn't find any definitive video to serve as our evidence, and I was hampered after they threatened Karin. So that's why you let the government turn you into a spy. Yes, but now they should have Nagi's data from when Naomi was metamorphosed for research purposes. They took his memory when they subjected him to personality rehabilitation. Now that you mention it, Nagi seemed like he had no idea about Naomi's metamorphosis after he was discharged from the hospital. But wouldn't that cause brain damage? Extracting a specific memory is a dangerous process, but that's hardly even a concern to them. You all have the same memory of her metamorphosis, but attempting to digitize and extract it is too risky. That's why we need Nagi's stored memory data. It's already been extracted. We can send the data via Arahabaki to every citizen as proof of the government's inhumane acts. The people are ready to hear it. Can you access it? Yes. I received permission to enter the secure site while you were heading out to Seiran on your last assignment. I've been provided with a one-time use pass. Nagi's stolen memory. Where is it stored? I think they're storing it in the old OSF Ich weiß nicht, das geht zu schnell, oder? Also als wäre das eine Falle. Having more concrete intel, but that facility was used to research powers. It's very likely it's there. Could you infiltrate the old hospital after the platoon has been reorganized? Reorganized? I forgot about that. I'm staying in Yuito-Platoon. This isn't the world I want either. I see.
So Hanabi is the only one that needs to be transferred. No, I'll stay too. Are you sure? Staying with us could mean being targeted by the government. Then we'll deal with it if it comes to that. After all the awful things we learned, I can't just sit here and do nothing while my friends are trying to do something about it. You don't care if it brings trouble to your family? No. And I'm actually starting to suspect that it wasn't just my uncle who knew, but my father too. Thank you, Hanabi. Your help means a lot to me. I'll leave you to recover Nagi's memory from Naomi's metamorphosis. I'd like to go myself, but I don't want them revoking my access to Arahabaki, so I have to lay low for now. You've made a lot of waves, Yuito. You need to be careful. This will be your second time infiltrating the Ich hospital. freue mich schon. Yes, I will. By the way, I can send you some data to help you bypass the old hospital security system. I may not be as good as my sister, but I can still put together a program or two. Please use this to aid your infiltration. Thank you. Well, good luck. Fubukis Programm erhalten. Ich weiß nicht, ist irgendwie ist ein bisschen zu schnell, oder? Oh, war es eine Nachricht? I'm with you, Also. Commander Yuito. I'm really glad the whole platoon was able to work as a team. We're all in this together. Ein Squashschläger und Kraftfeld MK1. Was ist denn ein Squashschläger? Wo finde ich den denn? Ist das eine Ausrüstungswaffe, oder? Naja, egal. Egal. Dann gehen wir mal ins Krankenhaus und nicht einfach bis zum nächsten Speicherpunkt, würde ich sagen. Oh, Fubuki hier. Ich muss wissen, wie es bei euch steht. Wir treffen... Ach so, das ist die... Achso, Entschuldigung, ja. Das alte SAS-Krankenhaus, oh, wie ich es vermisst habe. Bis zum nächsten Speicherpunkt. Dann beende ich die Session. Über Naomis Metamorphose. Wir wissen, dass es die Regierung von Yohimuka war, die Naomi in einen anderen verwandelt hat. Aber die Regierung hat nichts davon. Richtig, Fubuki? Gut gemacht, Luca. Das ist richtig. Es gibt keinen Grund, einen AAS-Soldaten im Gefecht in einen anderen zu verwandeln. Meine Vermutung ist, dass jemand von Seran eingedrungen ist. Suo hat vermutlich versucht, das Chaos während des Angriffs des großen anderen zu nutzen, um die Sache zu vertuschen. Also war die nichtsahnende AAS, die nur dort war, um die anderen zu erledigen, zufällig mitten auf dem Schlachtfeld. Warte mal, Naomi wurde also zufällig in einen anderen verwandelt? Das hätte jedem zustoßen können. Es war einfach nur zufällig, Naomi. Wie schrecklich. Das bedeutet also, die Armee von Suo hat Spezialkugeln, die Leute in andere verwandeln können, um sich gegen Serans Armee zu verteidigen. Sehr schön. Ja, das glaube ich auch. Obwohl ich weiß, dass wir es nicht einfach einen Unfall oder Zufall nennen können. Jetzt wird es gefährlicher als je zuvor. Ich werde alles tun, was ich kann, aber seid bitte vorbereitet. Ist schon irgendwie komisch. Ist jetzt noch ein Speicherpunkt? War hier ein oder muss ich noch ein bisschen kämpfen? Danke, ich hätte es nicht gesehen. Source Pause. Ich finde es auch schön, dass die Gegner immer unsichtbar sind. Das macht absolut Spaß. I can hit it. Kann ich das nicht nehmen? Nö. Das ist natürlich wieder leichtes Gelee. Ja, wieder nach oben gehen. Die sehen halt auch aus wie andere, diese Hologramme. I can disrupt the security system with Major General Fubuki's program. You can proceed safely. Understood. Hier könnte ich durch. Aber muss ich jetzt hier durch? Ich meine, ich kann mal durchgehen, würde ich sagen. Und kämpfen. Brauche ich LT? Brauche ich LT? Ich weiß es nicht. Unsichtbare Gegner sind immer toll. Ich muss eigentlich bei den unsichtbaren Gegnern machen. Ich brauche LT, damit... Ich
mal Verbrennung einsetzen kann. It's covered in oil. It should burn with a little fire. Also die unsichtbaren Gegner mag ich gar nicht. Noch mehr? Ja, war klar. LT mal einsetzen. Barista Santa. Also sind eigentlich immer die gleichen Gegner, nur halt in stärker. Einfach mal die Verteidigung durchbrechen. Aua. Okay, keine Verteidigung durchbrechen, die sind stärker. Immer RT einsetzen. Ich mag Barista Center nicht. Allgemein hasse ich es mittlerweile, dass alle Gegner eine Verteidigung haben. Oh, perfekt. RT! Verreck! Und jetzt halt noch der Rest. Ja, schön, danke, Yuito, dass du nichts getroffen hast. Auch sind die alle unsichtbar. Einfach Feuerspam. Komm, Feuer! Yeah! Verreck! Ich will nur zum Speicherpunkt. Ich möchte Tee trinken. Teleportation kann aus sein und Pyrokinese auch. Ja, brauche ich. Muss hier kurz durch, denn da ist irgendwas Wichtiges. Ja, okay, mach mal schnell aus. Geheimnisvolle Textdaten. Arbeitsmemorandum 02. I-07 befindet sich in einem guten gesundheitlichen Zustand, aber wie es scheint, lautet die offizielle Version, dass die Versuchsperson in schlechter Verfassung ist. Obwohl wir uns die Verwaltungsaufgaben teilen, könnte es unklug sein, die Versuchsperson auf der Station spielen zu lassen. Die Schwestern übernehmen wohl die Verantwortung. Okay. Wer auch immer das ist. Hi. Ich bin gerade überrascht gewesen, dass du da bist, Gegner. Also, dass die Gegner jetzt mittlerweile aus dem Nichts auftauchen, finde ich auch wirklich sehr schön angenehm. Weil das macht die Kämpfe gar nicht schwer. Also, das heißt, ey, viel schwerer sind sie ja nicht. Das ist einfach nur überraschend, dass die da plötzlich auftauchen. Weil plötzlich hörst du ein und dann wirst du angegriffen. Sehr schön. Nein, absolut nicht gruselig hier. Gut, dann... Ich glaube, ich kaufe nochmal schnell mittleres Gelee ein. Und dann beende ich die Aufnahmesession. Speichern wir mal kurz und dann... sehen wir uns wieder in Kapitel 7, Phase 7. Mit Wohin verlorene Erinnerungen führen. Klingt auch wieder schön. Bis dann und Tschüssikowsk.